Hallo, nach vielen Fragen in der letzten Woche werden wir Sethos auf Waffen maximieren. Ich werde seinen Schaden sagen und seine besten Skills sowie die besten Teams besprechen. Sethos kann auf zwei Arten gespielt werden, entweder mit aufgeladenen Angriffen oder einem Burst, der in normale Angriffe eingebaut ist. Er hat hohe Energien vor der Rücken und wird fast immer in Batterie in beiden Spielweisen benötigen. Sein Hauptgreif für Schaden ist elementare Meisterschaft. Elementare Energie würde seit Designen aufgeladen Angriffen brauchen, aufgeladen zu werden, verkürzen, wegen seines ersten Aufstiegstalents. Für beide Spielweisen sollte seinen normalen Angriff leveln, dann seinen Elemental Burst. Sein Elementgarfigkeit äußerst unbedeutend. Sein zweites Aufstiegstalent Skarritzen Schatten durch die Regen, Schuss Wohnseiten aufgeladen, Angriffslevel um 700%. In seinem Elemental Burst werden ansehen normalen Angriff Elektroschaden überraschen, der mit elementarer Meisterschaft carried. Mit seinen Artefakten wird er immer einen Elektroschaden gekillt werden wollen. Sein Sans und Circlet können für Elemente Meisterschaft Crit oder Angriff% gebaut werden. Ich würde den Elementen sich alle Elemental Meisterschaft so konzentrieren, dass sein Schaden wie größer sein wird. Für eine aufgeladene Angriffseinstellung ist Wanderer's Troop meistens sein bestes Artefaktset. Für ein Burst Rotation können Gilded Dreams, Thundering Fury und sogar Emblem of Severed Fate stark sein, wenn sie auf die richtige Weise gespielt werden. Instructor für normalerweise die beste Set-Option sind. Sethos kann ihr große Version von Waffen spielen. Hunter's Path wird oft als sein bestes Waffe bezeichnet. Ich habe jedoch festgestellt, dass sein Gilmastar schadenstarker ist mit der First Grade Magic. Seine beste Option wird der Slingshot sein. Das macht ihn sehr stark bei geringer Investition, was in den Spielen immer gleich. Ein großartigen Charakter zu einem guten Wert zu haben. Jede andere Waffe wird sich gegen die Großauswahl an Stern-Option abheben. Das liegt an ihrem hohen Basisangriff. Ich würde Scion of Livingstone oder Blackcliff Warbow empfehlen, die dies oft verfügbar sind und leichter zu bekommen sind als Gacha-Waffen. Der Prototype Crescent wird die beste Respirale Option sein, da er einen ohne Basisangriff hat und von seinen aufgeladenen Angriffen profitiert. Die Stars Constellation für Sethos ist sein zweit. Seine erste Constellation erhält die Crystal Treffen Rate bei seinen aufgeladenen Angriffen auf dem zweiten Level. Seine zweite Constellation gearbeitet wie 3% Elektroschadenbonus besser auf Erwerbt oder zusätzlichen Talente. Seine dritte und vierte Constellation erhalten sie den normalen Angriff und Elemental Burst und Red Level. Während seine vierte und sechste Constellation seine vierte Elemental Meisterschaft und ein Elemental Energy verbot für seinen Schattendurchstügen gegen den Angriff verbessern. Die sechste Constellation entfällt seinen größeren Nachteil. Sie seinen Energie verbraucht, indem sie elementare Energie kosten seinen aufgeladenen Angriffssucherstraten, wenn ihn Gegner treffen. Sethos kann haftgelacht Aggravate Angriffe oder Hyperbloom Angriffen gespielt werden. Mit Elektroanwendungen, die der Nutzer von Sethos fast garantiert ist, wird Aggravate zu einem herausragenden Punkt für ihren seinen konstanten Teams. Wegen der Tatsache, wie ein Schaden durch Reaktion verstärkt werden kann. Dies ist besonders stark für seinen aufgeladenen Angriffsstil, wo er langsam stark Verstärkungstreffer aus der Ferne auf Feinde landen kann. Mit Sethos der Elementalmeisterschaft aufgebaut kann Schild, die weiter seinen vertikalen Nobelangriff abgegeben werden, Blumenkerne Xilonen und zu Hyperbloom Schaden führen. Der Spieler setzt aus mehr und seinen mit Elektro-infused Nobelangriff Spiels ausgerechnet, wo er Elektro mit jedem abgegebenen Schuss schnell anwenden kann. Für jedes Team wird er einen Schadenpuffer erheben. Das kann furina, Bennett, Fischl, Kujosara oder Reigenshogun einstellbaren. Für den
Dendro angewandt werden Nahida, Kole, Kirala und Dendro Traveler perfekte Options sind. Hydro angewandt kann es gehalten sind, wo Xingqiu, Xilonen und furina am meisten gelassen werden. Traditionell wurde Kazuha als der Hauptwaffe in Aggregate-Teams. Ist immer noch sehr bessere Option, aber damit verhofften Lichten von Xilonen ist Sethos noch stärker geworden. Dies wird weiter verstärkt durch Constellation von Xilonen. Ich kann mit selber sagen, dass Sethos in Fall ist, das oft Haupt-Elektro-Schadendealer ist, als Ersatz für Raiden Shogun. Er konkurriert mit Chlorin, Sino, Kaching und Yaimiko und der besten Elektro-Charakter. Die Stärken von Sethos sind durch die Grind und Schaden gibt Sethos eine gute Möglichkeit, mehr den Schaden zu verursachen und er hat ihn sogar Blumenkerne auf der Flucht des Tiers zu treffen. Die Elementgarfahrt gibt Sethos einen schnellen Auswegen aus schlechten Positionen und regeneriert Elementgar Energy, die für seinen verstärkten Schuss verwendet werden kann. Skaliert mit Elemental Meisterschaft und ist Elektro-Einheit, die im Zugang in Aggregate und Hyperbloom in seinen Speisenverschafft. Hat wie Wörterchen Spiel, die der entweder auf Frontalschaden mit seinen aufgeladenen Schüssen oder auf anhaltend Schlagen mit seinen Elemental Burst fokussieren. Die Schaden von Sethos sind Energy Hungry, da er Elemental Energy sehr schnell verbraucht von einer Elektro-Batterie erfordert, es aufzufüllen. Dies wird aufgeladen, schwindet Sethos ungebildet zu werden, wodurch anfällig für Unterbrüchen und Schaden wird. Die aufgeladenen Schusskosten in der Szene Elemental Energy, was die Nutzungsschutz nach dem Angriff versorgt, wenn es sich nicht wieder aufhelfen kann. Tute mich.